Und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. So, letzte Folge haben wir unsere Normandy, also quasi die Autoschlüssel bekommen. Diese Folge mit Tali quatschen. Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. Tja. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Ist schon ein sehr spezielles Schiff. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Interessantes I had Schiff. no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Vor ungefähr 300 Jahren. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Wenn man überlegt, die haben ihre Flucht vor einer künstlichen Intelligenz gestartet, als wir Menschen quasi die industrielle Revolution hatten. Das ist ein leichter Unterschied, die sind schon eine Weile draußen. Ja, dann erzähl mir doch mal über das mit der Pilgerreise. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Kann man sowas verweigern? Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Klingt schon ein bisschen gefährlich, das Ganze. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. I want to talk about something else. Like what? Die Geth? I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Erzählen. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force.
Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. Also war's illegal? How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Neurales Netzwerk So, also. the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. Bienenstadt, ja. So there's some sort of group consciousness. No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade That sprichst. doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. Warum? I don't see what's so bad about those questions. The Ich schon. Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being for long. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Oh, Selbstverteidigung, Can't ne? blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. Ja, ich sehe immer noch, dass die sich verteidigt haben irgendwo. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place. But we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? Ja, gut. I didn't mean to offend you. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. Verständlich? Okay. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla,
and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Kommt mir noch die Frage, naja, die kann ich gleich nochmal. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. Na, Demokratie. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Mhm. I should go. Jetzt stellt sich mir natürlich eine Frage. Warum, wenn die seit 300 Jahren durchs Weltall schippern, warum haben die sich nicht einfach mal irgendwo einen neuen Heimatplaneten gesucht? Ich meine, in 300 Jahren kann man das durchaus mal schaffen. Nur so als Frage. Also, ich weiß gar nicht, ob man da mal irgendwann drauf stößt im Laufe des Spiels, aber ja. Finden wir schon raus. Nee, das ist einfach nur der Crewraum. Ja. Dann fliegen wir jetzt doch einfach mal los. Auszoomen. Ja. Moment. Wie war das? So war das. Okay. Hier ist auch noch nichts. Also ganz raus. So. Da habe ich jetzt überall Möglichkeiten mal hinzuschauen. Exodus, Pferdekopf, Attika, Themis, Hades, Gemini, Argos, Kepler, Hawking Ether und der Armstrong-Nebel. Auch die Voyager-Klasse ist auch noch da. Ich habe gesagt, ich wollte auf Perros anfangen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das so die beste Idee ist. Ich glaube, holen wir uns erstmal Lehrer ab. Wenn ich jetzt noch wüsste, auf welchem davon sie war. Was? Advance. Boah, schauen wir einfach mal. Also, wird sich schon finden. Aber abgesehen von solchen kleinen Lücken finde ich einfach das Lore von Mass Effect ziemlich cool. Ja, nö.
so schön einzeln absuchen. Dann kommt man nämlich sowas zum Beispiel. Und da haben wir noch das Ferries. Gehen wir erstmal dahin. Kann ich da jetzt hin? Kann ich den erkunden? Cool. Ja, auf das Scannen freue ich mich ja auch schon ganz, ganz dolle. Das wird nicht ganz... Ich muss jetzt einfach kurz nachschauen. Jetzt muss ich doch nachschauen, wo ich mal hin muss. Forschungsteam, Piraten, Fan, Keeper, Übertragung, Signal. Jahre finden. Achso, irgendwo im... Okay. Irgendwo. Dann... ja. Habe ich nicht gelesen, was das war. Schade. Ja, gut. So. Da kann ich jetzt landen. Das möchte ich im Moment nicht. Ich will jetzt erstmal alles abscannen, was ich hier abscannen kann. Ist nichts. Also ich lese jetzt nicht jeden einzelnen Text hier raus vor. Ihr könnt euch dafür ja kurz sehen an. Ihr könnt euch das kurz pausieren und dann anschauen. Hier konnte ich runtergehen, ne? Nee. Dann war es hier. Der Weg. Auch nicht. Damit. So, auf geht's. Du kommst mit und was mitnehmen? Um ein bisschen Durchschlagskraft mitzunehmen. Ja, kann man so machen. Ja, annehmen. Das ist ein Mako. Ja, nice. Den finde ich cool. Der ist richtig cool. Der hat mir früher schon Spaß gemacht. Hier. Okay. Ein bisschen auch dein Sturmgewehr pushen. Ich mach den Panzer nur um 2 erhöhen, ne? Gut. Du bist... Hier, Erste Hilfe. Du bist jetzt meine Heilerin. So. Ja. Was ist das? Trümmer? Festung? Anomalie. Machen wir da erstmal hin, ne? Okay. Ich muss mich da auch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. So springt er. Okay. Der hat früher schon echt Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso da jeder immer so drauf geflucht hat. Ich bin prima mit dem klargekommen. Immer schon. Also. Und der landet nie wirklich auf dem Kopf. Das ist wie so eine Katze. So. Da haben wir die drin. Dafür muss ich aussteigen, ne? Yay. Jetzt habe ich sie schon dabei und dann, ja, zugegeben, ich habe die auch bei keinem irgendwie gesteigert. Die Festung nehmen wir gleich noch ein. Als nochmal. Nein. Dann bitte erstmal hier weiter. Ja, gut. Also, dieses Rumgehüpfe von dem ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Gebe ich zu. Aber an sich.
Und es macht 1000-mal mehr Spaß als das Ganze in Starfield. Starfield war schlimm. Werde ich garantiert niemals auf diesem Kanal spielen. Garantiere ich euch. So, meine Anomalie. Nee, nicht so. Wo habe ich denn reingezoomt? Ja, okay. Eine Asari-Kapsel. Jetzt theoretisch ist der auch zu klein für die kompletten 3 Leute hier. Ja, oh, mit. Artefakte sind immer gut. Materialschriften gefunden. Es lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Behältnis in dem Zelt. Das Behältnis in dem Zelt enthielt neben anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin, die Linga. Okay. Dann? Nee. Nein. Wir wollen nicht mit den beiden sprechen. Wir wollen einfach nur... Hey. So. Und wir wollen auch... Was auch immer das da drüben ist, holen. Jetzt. Okay. Also die Sachen, die braucht man später, um noch ein bisschen... Ja. Dass ich die... So. Diese Minerale brauchen wir später, um... Nein! Weg. So. Um die Normandy ein bisschen aufzubessern. So, die Festung. Da werden wir wahrscheinlich von hier oben rumkommen müssen. Am besten. So, wir fahren erstmal da in diese Richtung. Das Schöne ist halt auch, die Gebiete hier so abzufahren, ist nicht allzu groß. Das heißt, das passt schon. Aber immer noch weiß ich nicht, wie ich reinzoome. Wieso hat der jetzt eine Maussteuerung? Ach so? Noch nicht. Hallo. Mal auf mich zu schießen. Der Pirat. Okay, der hat's fliegen gelernt. Na. Ja, dann Rinder. Dann parken wir am besten direkt hier. Dann haben wir es gleich nicht mehr so weit. Die Gefahrenstufe steigt da unten nämlich auch mit. Ne? Nee, wir benutzen die Pistole, weil besser. Ich hätte vielleicht mal abgespeichert sein Feuer. Ja. Organa weg. Ist auch weg. Runter.
So. Gut. Geht's jetzt in den Nahkampf über. Und der letzte ist wahrscheinlich oben. Ja. Nee. So. Schwere Panzerung und leichte Turianer-Panzerung. Mittelschwere Turianer. Ein neues Präzisionsgewehr, eine leichte Turianer. Mhm. Okay. Ja, sag ich ja. Ah, wir kommen ja rauf. Keine Angst. Gut, dass ich gerade noch gespeichert habe. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Diesmal. Ich habe doch gerade schnell gespeichert da drin. Och, Menno. Gut, das Ding kann ich eh noch nicht holen. Nee. Dann halt nochmal. Ah ja, jetzt nicht so wild. Eigentlich hätte er wohl noch schnell gespeichert. Ah, da sieht man wieder. Der Mako, der fällt einfach nur auf die Füße. Okay, wie so eine Katze. Ich fahre gerade bewusst nochmal einen etwas anderen Weg. Vielleicht finde ich ja noch andere Rohstoffe bis dahin. Oder sowas da zum Beispiel. Da was drin? Ne. Okay. Nee, das finde ich jetzt fies. Ich hätte mal heilen können zwischendurch. Das ist einfach so ein Ding, da denke ich nie dran. Mal heilen. Ja, das weg. Bergen. Oh, eine Kiste. Die habe ich vorhin nämlich zum Beispiel nicht gesehen. So, jetzt aber schnell. Rüber. Das teilen wir mal mit. Geschafft. Na, was da? Mitnehmen. Und ne. Warum? Gut, er ist ein bisschen schwerfällig, das stimmt. Aber gut, er ist trotzdem in Ordnung zu steuern. Und er macht ja auch Spaß. Hallo. So. Jetzt.
hoffentlich auch. Ja. Jetzt. Jetzt reicht's aber. Ja. Okay. Ja. Jetzt erledigt. So, und jetzt F5. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Nicht, dass ich das planen würde. Nee. Das muss ich jetzt erstmal im Sturmgewehr rein. So, da. Alter! Ja, beweg dich. Down. Runter. So. Jetzt aber. Den da oben. Oder die da oben. Das war eine Asari. Ja. Nee. So. Ja. Genau. Nein. Weg damit, habe ich gesagt. So. Dann machen wir das jetzt noch. Schön. Alles. Noch hier. Rücken. Chameleon, Universalwerkzeug und ein Bioverstärker. Das ist gut. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich oben nach Sachen schauen. So. Sieht ganz genau aus. Oh, die war der Captain, der Piraten-Captain hier, ne? Ja gut, dann kann ich verstehen, wenn die ein bisschen mehr ausgeteilt hat als alle anderen. Dann sollte man da nicht unbedingt in der Schusslinie stehen bleiben. Kampfsensor, zerbrechender Mund und Servogelenke. Oh. Aber ich habe gerade ein Level abbekommen. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjäger-Anführerin und Nassana Dantus eine bedeutende Botschafterin auf der Zitadelle Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nassana mit diesen Fakten konfrontieren. Ja. Wahrscheinlich sollte ich das. Ich habe doch gerade sowieso ein Level abbekommen. Dann hier dechiffrieren, ne? Das ist auch erste Hilfe. Soldat. Gut. Und hier. Nehmen wir noch einen auf die Pistole. Ach, da habe ich noch gar nichts. Okay. Ja, dann hier.
Hier. Und das gehen wir auch nochmal hier drauf, ganz klar. Oh. Mhm. Ja, nice. Alles nehmen. Benutze immer noch kein Sturmgewehr. Benutze Pistolen. Aber da gibt es jetzt nichts Besseres. Oder ich benutze Scharfschützengewehre. Da gibt es aber auch nichts Besseres. Nö. Rüstung. Gladiator 2. Hilft halt überhaupt nicht gegen Tech und Biotik, aber... Ja, doch, die nehmen wir. Die sieht ganz cool aus. Nachdem ich meine meine andere ja an sie abgegeben habe. Das passt schon. Die kann jetzt auch eine Mittelschwere tragen. Ich weiß nicht. Die hat einfach mehr Schilde und mehr Biotech-Schutz. Das ist schon ganz sinnvoll, wenn die nimmt. Und du hast natürlich keine Rüstung hier drin. Werkzeug ist sowieso immer gut für dich. Du brauchst sowas gar nicht. Du brauchst sowas hier. Aber das ist alles nix. Jo. Hast du denn... Guck mal hier so ein Teil. Ja. Ja. Nee. So, ich habe ja jetzt meine Dechiffrierung. Immer noch nicht genug. Weg. Okay. Wie hoch muss ich das denn leveln dafür? Das war da jetzt hier keine übermäßig hohe Mission. Dings. Gut. Raus. Ich werde das hier auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich werde mich damit jetzt in der Pause nochmal beschäftigen. Die Folge ist sowieso schon wieder viel zu lang. Aber ich habe ja auch anfangs noch ein bisschen mit Tali gesprochen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin werde ich dann auch wieder auf der Normandy oben sein. Das heißt, wir sehen uns dann oben auf dem Schiff und dann schauen wir weiter, ob wir Jahre finden. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.